Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Hüftdellen, auf Englisch Hip Dips, sind eigentlich was ganz Normales und die meisten Frauen haben sie. Was sind Hüftdellen? Hüftdellen nennt man die Einkerbung an dem Punkt, an dem die Hüfte endet. Es handelt sich also im Wesentlichen um die Wölbungen zwischen dem Oberschenkel und dem Beckenknochen und die Dellen in der Hüfte. Bei einigen sind sie ausgeprägter als bei anderen. Fakt ist aber auch, dass die Dellen völlig normal sind. Hüftdellen sind weder gefährlich noch unnatürlich. Wie stark sie ausgeprägt sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Genetische Veranlagung, Lebensstil und hoher Körperfettanteil. Hüftdellen hängen an erster Stelle von unserer Anatomie ab und das lässt sich leider nicht verändern. Es kommt natürlich auch darauf an, wie sportlich aktiv du bist. Wenn du zum Beispiel kein Krafttraining machst und einen sitzenden Job hast, ist deine Muskulatur im Hüftbereich durch die geringe körperliche Aktivität sowieso schon geschwächt und somit können Dellen in der Hüfte entstehen. Bei den einen, wie gesagt, etwas ausgeprägter als bei anderen. Das Volumen von Fett ist deutlich höher als das von Muskelmasse und da sich Körperfett gerne im Hüftbereich ansiedelt, gerade bei uns Frauen, kann es zu unschönen Dellen in der Hüfte kommen. Und vor allem, wenn die Gesäßmuskulatur nicht genug trainiert ist, verstärkt dies den Effekt der Hüftdellen. Wenn du deine Hüftdellen weniger sichtbar machen möchtest, musst du regelmäßig die Oberschenkel, den Po, die Hüfte und den Bauch trainieren. Man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, der Muskelaufbau beginnt in der Küche. Der Donkey Kick ist eine gute Übung, um Hüftdellen zu minimieren. Er stärkt sämtliche Gesäßmuskeln, die Muskulatur im gesamten Rumpf und in den Oberschenkeln. Dafür geht man in den Vierfüßlerstand. Hände und Knie sollten schulterbreit auseinanderstehen. Das Becken und die Wirbelsäule sollten in einer neutralen Position sein. Und dann hebt man das Bein mit gebeugtem Knie nach hinten, bis der Fuß zur Decke zeigt. Den Fuß sollte man so hoch wie möglich heben, ohne die Hüfte oder das Becken zu bewegen. Und danach senkt man das Bein in die Ausgangsposition und wiederholt das Ganze. Mit dem Widerstandsband ist das natürlich alles noch intensiver. Es wird härter oder schwerer für mich, das Bein zu heben. Das Gute ist, es ist kein Latex, also es rollt nicht ab oder so. Ich muss nicht darauf achten, ob das Band noch an der richtigen Stelle ist. In diesem Video benutze ich die Stufe 4, Heavy, und das sind umgerechnet 20 Kilo. Die Gesäßbrücke oder auch die Glute Bridge genannt, trainiert in erster Linie die Gesäßmuskeln. Mit der Übung werden aber auch gleichzeitig die Oberschenkel, Bauchmuskeln und die untere Rückenmuskulatur gestärkt. Dafür legt man sich auf dem Rücken, die Unterschenkel sollten senkrecht zum Boden stehen, die Arme neben dem Körper. Das Becken hebt man dann vom Boden ab, bis Rückengesäß und die Oberschenkel eine möglichst gerade Linie bilden. Halte diese Position kurz und spanne den Po dabei aktiv an und danach senkt man das Becken wieder nach unten. Das seitliche Beinheben ist eine Isolationsübung und primär stärkt es die Abduktoren. Im Vordergrund steht hier eher der mittlere Gesäßmuskel, aber es baut auch Kraft in den Oberschenkeln auf. Dafür legst du dich auf die Seite und positionierst deinen Kopf auf deinem angewinkelten Arm. Die andere Hand gibst du vor deinen Körper. Lege die Beine parallel übereinander, strecke sie aus und dann hebst du das Bein, das oben liegende Bein, ohne Schwung langsam und kontrolliert nach oben. Halte das Bein am höchsten Punkt und dann senkst du es langsam wieder ab. Auch hier benutze ich sehr gerne ein Widerstandsband. Mit diesen Übungen kann man die Hüftdellen minimieren. Verschwinden werden sie allerdings nicht. Ich finde, man sollte seinen Körper akzeptieren, so wie er ist. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.